eigensinnig, sozial und professionell. Die Firma dankt. Oh Mann, das sind schwierige Wörter. Ja, das kann man mal anstoßen hier. Ja, also Leons Musik ist immer interessant, musikalisch vor allem, weil in Leons Kopf auf jeden Fall andere Sachen abgehen als in meinem Kopf. Ist jetzt erstmal nicht so verwunderlich, aber klar, das sind unterschiedliche Menschen, aber bei Leon ist es nochmal besonders, was abgeht. Das ist irgendwie seltsam angenehm, so ungefähr. Und bei dem Stück ist es ja gerade so, der erste Teil ist relativ ruhig und es geht so hin und her, trotzdem war das so, was passiert eigentlich und haben wir ein bisschen Anlauf gebraucht, um reinzukommen, aber wie gesagt, das ist ja genau so ein Moment, wo du denkst so, irgendwie ist es komisch, aber das funktioniert und dann machst du es ein paar Mal und dann der zweite Teil ist so, das war der Teil, wo ich geguckt habe und so, das geht ja gar nicht, würde so jeder normale Saxophonist sagen, habe ich auch erst gedacht. Nee, habe ich nicht, aber ja, und dann erstmal ausprobiert und so, ja, das wird schon irgendwie funktionieren, aber ich meine, selten wird sowas notiert halt, also auf die Art und Weise, dass man über fast 2 Oktaven springen muss und das in einer relativ hohen Geschwindigkeit. So, okay, 2-3 Mal ausprobiert und das funktioniert, aber es ist genau so ein Moment, wo man dann halt merkt, hey, cool, das geht ja auch, irgendwie eine witzige Idee. Was auf der Gitarre vielleicht irgendwie so ein Ding ist dann halt auf dem Saxophon so ein... Aber es ist cool und dann weiß man, da hat man wieder was gelernt und das ist bei Leons Stücken ganz viel so. Am Anfang war es so eine Konstruktion, am Anfang war es nur eine Spielerei, so ein bisschen Konstrukte auf dem Griffbrett tatsächlich, wo ich am Anfang auch nicht dachte, dass da Musik draus wird. Also am Anfang dachte ich, okay, ich check gerade irgendwie was Neues aus, was man in der Improvisation mal einwerfen kann, was aber dann jeder sofort merkt, dass das geübt sein muss. Und das hat die eine Idee, das ist genau die Stelle, die für Otto schwer zu spielen ist, oder war am Anfang. Diese Idee hatte ich schon ganz lange und habe das irgendwie immer mal wieder ausgegraben und eigentlich bloß so für mich so geübt, weil das irgendwie auf der Gitarre schön, wenn man es mal drauf hat, schön fließt und man kann das schön, das macht Spaß zu spielen einfach. Und dann hat sich daraus aber eben doch irgendwie dann dieses Stück ergeben. Und so ein bisschen Konzept ist auch wirklich geworden, was für Gitarristen sehr naheliegend ist, dass Sachen verschoben werden. Das ist teilweise sehr gitarristisch verschoben, aber teilweise passiert das in dem Stück auch anders, nämlich dass es gibt verschiedene Spielsteine. Das Stück heißt ja auch Zurück zum Start, dein Stein steht auf El Baco. Das ist auch von einem Spiel in einer Serie, die ich gern geguckt habe, zitiert. Und das Konzept ist eben, dass es Spielsteine gibt und die verfolgen sich, die spielen miteinander und gegeneinander, überholen sich gegenseitig, werden durch die Gegend geschoben und landen dann ab und zu eben auch auf El Baco, da muss man zurück zum Start. Und genau, so hat sich dann diese Geschichte ergeben und dann wurde Musik daraus. Genau. Ich finde es total wichtig, dass man sich nicht Hirte Albert Duo nennt oder so. Immer wäre wieder Hirte Albert, aber ich meine, du weißt, was ich meine. Weißt du, einfach nur 2 Namen zusammensetzt und dann die Masse der Leute nimmt, die zusammenzählt und dann das daran hängt und dann ergibt sich das so. Also so, das finde ich halt auch langweilig. Ich meine, bei mir ist es auch so, meine Bands haben alle irgendwie alberne Namen, aber machen todernst ihre Musik auf jeden Fall. Und das kriegen die Leute dann auch mit, die zu den Konzerten kommen oder sich die Musik anhören. Die wissen, klar, der Name ist irgendwie komisch, haha, das ist ja lustig oder weiß was ich, aber die hören die Musik und hören, okay, die Leute haben sich Mühe gemacht oder nicht nur Mühe gemacht, sondern die haben da wirklich alle ihre Energie reingesteckt und die Musik klingt gut. So, oder zumindest nach einem Konzept, wenn die Leute jetzt irgendwie geschmacklich sagen, es klingt nicht gut, es wäre nicht ihr Ding, aber es klingt nach einem richtigen Konzept von vorne bis hinten.
eigentliche Band zusammen waren die sogenannten Bebop Brothers. Genau. Das war so ein Übungsprojekt, wo wir mit dem Bassisten und einem der Schlagzeuger aus unserem Semester Bebop-Tunes von Charlie Parker geübt haben zusammen, so gespielt haben zusammen. Also Leon und ich haben die eigentlich geübt, die anderen haben Ding, Ding, Geding und Bum, Bum, Bum gemacht und dann haben wir haben so 1, 2 Gigs auch damit gespielt. Ja, war super anstrengend. Ja. Die ganze Zeit Achtel spielen. Genau. Ja. Das mache ich am liebsten. Aber lustig, ja. Genau, und dann gab es irgendwann diese neuen Wandbehänge. Da wurden wir beide mit dazugeholt. Akquiriert. Von den Gründervätern. Diese neuen Wandbehänge sind ein Quintett, wo wir Musik von Erik Satie seitdem spielen und mit freier Improvisation auch mischen. Genau, und darüber haben wir jetzt auch schon ziemlich viele Konzerte eigentlich zusammengespielt und jetzt seit, glaube ich, 2 Jahren machen wir wieder im Duo was und heißen da Der Hirte Albert. Genau. Ich mag bei dem Duo eigentlich sehr gerne, dass es da relativ entspannt irgendwie, für mich zumindest, ich glaube, hoffe für Otto auch, ist so. Wir machen jetzt erstmal, worauf wir Lust haben. Und wir haben ja auch noch eine andere Band zusammen und spielen beide auch noch mit ganz vielen anderen Leuten zusammen. Und dieses Projekt ist für mich wirklich so eins, wo ich einfach nur Spaß haben will und jetzt nicht den ganzen Tag am Telefonieren, Akquirieren und E-Mails schreiben bin. Und ja, wir spielen jetzt einfach die Gigs, die sich anbieten. Das passiert zum Glück auch, dass sich welche von selber anbieten, ohne dass man viel dafür tun muss. Und wenn ich mal Zeit und Lust habe, klemme ich mich auch wieder dahinter. Jetzt haben wir gerade erst ein komplettes Konzertprogramm fertig. Also wir können jetzt ein 1,5-stündiges Konzert spielen mit Pause. Und dieses Programm würde ich jetzt gerne erstmal ein paar Mal spielen. Und noch dran feilen, vielleicht noch 1, 2 Stücke dazuschreiben und dann kann man irgendwann mal ganz entspannt überlegen, ob man auch mal ins Studio geht und vielleicht eine CD macht, ein Album. Genau, aber ich gehe das gerade alles sehr entspannt an in meinem Kopf. Ich will jetzt erstmal viel spielen. Das nächste Thema ist... Wie Leon schon gesagt hat, ich habe irgendwie mit 8 meine erste Charlie Parker CD geschenkt bekommen von meinem Vater und ich fand es gleich total geil. Also ich bin immer zu Charlie Parker eingeschlafen und habe es rauf und runter gehört und es lief auf Schleife zum Einschlafen. Teilweise bin ich aufgewacht und dann lief noch dasselbe Stück, weil ich irgendwie dasselbe Stück auf Repeat gestellt habe. Und wollte das auch ganz schnell spielen, natürlich, wo ich dann auf jeden Fall schnell an meine Grenzen gestoßen bin. Aber es kamen halt lauter Jazzplatten dazu. Meine Eltern haben auch Jazz gehört, ab und zu. Wenn nicht alle meine Geschwister und ich eingeschlossen dann irgendwie durch die Gegend gesprungen sind dazu und alles kaputt gemacht haben. Genau, das war immer Jazz auf jeden Fall. Ich glaube, es ist so ein bisschen, also gerade jetzt unter Jazzmusikern so viel verbreitet, dass die Leute in ganz vielen Bands spielen, viele Projekte machen. Und das liegt, glaube ich, daran, also bei mir liegt es daran eben, dass ich so viele Interessen habe und dass es viele tolle Leute gibt, mit denen ich einfach gerne zusammen spielen möchte. Und die kann man nicht alle in ein Projekt packen, weil sonst wäre das durcheinander, was nicht funktionieren würde wahrscheinlich. Und dann, bei mir wäre es jetzt auch noch so, ich könnte mich niemals entscheiden, in welches Projekt ich jetzt alle meine Zeit und Energie stecken würde, weil mir alle Spaß machen. Und außerdem glaube ich auch, dass ich die Abwechslung total brauche. Irgendwie. Das ist so das Ding. Also meine Einschätzung in Ottos Fall ist, dass er als Jazzmusiker geboren wurde. Also ich habe von ihm erfahren, 1920. Dass er genau, sieht ein bisschen jünger aus, als er ist.